So, wir sind wieder mit dem Auto unterwegs. Philipp am Start, mein Speedmax am Start. Und hinter uns der Lasse im Auto, der Bikefitter dabei. Genau, der fährt aber selber. Und wir sind auf dem Weg nach Immenstadt und gehen heute in den Windkanal zusammen mit Swisside und Canyon. Und was suchen wir heute? Ein paar Watt wieder, oder? Ja genau, wir wollen eigentlich die Position aus dem letzten Jahr, mit der du die beste Zeit auf Hawaii gefahren bist, noch ein Stückchen besser machen. Wir haben ein paar Vorgaben, wir wollen ein paar Sachen ausprobieren, wie zum Beispiel, ob wir, ich glaube, es ist nicht falsch zu sagen, dass du ein bisschen Probleme hattest auch beim Sitzen, dass es irgendwann sehr anstrengend wurde, die Position zu halten, vor allen Dingen über die 180, 90 ging noch. Und wir wollen ein paar Sachen probieren, wie weit wir die Ergonomie noch verbessern können auf dem Rad, um eben auch schnell, aber auch, soweit man das bequem nennen darf, bequem da durchzukommen. Genau, und wir hatten ja auch das Bike-Fitting-Video mit Lasse. Da haben wir ja meine Position jetzt auch ein bisschen verändert und ich bin zum Beispiel auch gespannt darauf, wie die sich jetzt dann tatsächlich in Zahlen darstellt. Also ob sie genauso schnell ist wie meine Position davor, weil bequemer ist sie auf jeden Fall und das ist schon mal ein riesen Plus. Toll wäre natürlich, wenn sich jetzt auch bestätigt, dass sie eben genauso schnell oder vielleicht sogar schneller ist. Darauf bin ich gespannt und ja, wir nehmen euch heute einfach mal mit durch meinen Tag im Windkanal. Und eine Sache haben wir noch. Ich glaube, wir haben noch deinen neuen Einteiler dabei. Oh yes, mein neuer Castelli-Einteiler ist da und ihr wisst, ich habe den Hauptsponsor gewechselt. Das heißt, mein Anzug hat nicht mehr das Blau eines Bierherstellers, sondern ja, wird jetzt vor allem grün und es hat ein bisschen gedauert, bis wir da ein Design gefunden haben, mit dem ich happy bin. Vielen Dank an dieser Stelle an Castelli, die sehr viel Geduld mit mir hatten. Und ich finde, es ist ein wunderschöner Anzug rausgekommen und ich freue mich drauf, ihn euch das erste Mal zu zeigen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im Windkanal wieder. So, wir sind in den Heiligen Hallen angekommen, hier in Immenstadt bei Airbus Space und Defense. Und jetzt sind wir hier beim Ernst im Windkanal. Und ich habe gedacht, ich zeige euch mal, wie das hier so aussieht. Kommt mal mit. Hier lagern wir das Material und so weiter. Hier geht es in den Kanal, aber wir schauen uns das vielleicht mal von hier an. Hier sind 1000 Knöpfe und Zahlen. Hier könnt ihr in den Kanal reinschauen. Da seht ihr schon mein Speedmax aufgebaut, den JP, sein Mitarbeiter Marcel Hilger ist dabei, die Carla, seine Freundin. Auch sehr sehenswert, lohnenswert ist diese Zahl hier. Das heißt, im Kanal hat es gerade 21,6 Grad. Beim letzten Mal waren es 7, das heißt, heute geht es mir richtig gut. Hier seht ihr die Wand, ja, wer schon alles hier getestet wurde. Und ich bin mir sicher, es sind noch einige mehr gewesen. Und unschwer an dem Sticker zu erkennen, wo ich bin. Ich habe meine Spuren hinterlassen. Lasse habe ich auch getroffen. Zufällig auch hier. Heute überprüfen wir mal, ob du mir eine schnelle Position gebaut hast. Ja, hoffentlich. Ich bin ganz nervös. Ja. Besser so. Sonst gibt's Escher. Ja, better test your fitter, das machen wir heute. Ja. Heute wird der Lasse auf den Prüfstand gestellt. Test your fitter. Marcel auch am Start. Hi. Wird alles für euch dokumentieren. Genau. Hinter der Linse. Ich versuch's. Gebt mir Wieder Mühe. zaubern und diesen Kanal, der eigentlich gar nicht so spektakulär aussieht wie auf Marcels Fotos immer. Das stimmt. Also er ist nicht so groß, wie man sich vielleicht Stimmt. vorstellt. Und auch nicht so dunkel. Ja, genau. Da musst du dann noch ein bisschen zaubern. Genau. JP von Swisside. Oh, drehen. Dann dichte die Milch.
gerade meinen Reifen kaputt gemacht. Erstmal kurzer Zwischenstand. Wir sind noch mittendrin, aber ich durfte mal den Helm abnehmen, weil heute habe ich echt eher mit der Wärme zu kämpfen als mit Kälte wie sonst. Stand bisher. Wir haben, ich weiß nicht, wie viele Durchgänge jetzt schon gemacht. Ich muss da ja immer die Position ganz genau halten. Wie ihr auf den Bildern seht, also immer den Kopf ganz gleich, dass das eben reproduzierbar ist. Und das wird über die Dauer auch ganz schön anstrengend. Und dann messen wir immer eine Frontalanströmung und Seitenwind. Und das war jetzt ganz interessant, gerade jetzt auch mit der neuen Position. Haben wir gesehen, dass es schon ohne mich drauf das Rad ein bisschen langsamer geworden ist. Aber mit mir drauf wird es ein bisschen besser. Und am Ende müssen wir dann überlegen, was quasi schneller dann am Ende ist, ob ich bequemer sitze, mehr Watt pushen kann oder mir die Position mehr schenkt, ich aber unbequemer sitze. Das sind dann so die Fragen, mit denen ich mich jetzt dann rumquäle. Aber zum Glück habe ich ja hier auch ein kompetentes Team, die mich da hoffentlich dann noch jetzt dann final beraten. Und insgesamt würde ich sagen, war es schon wieder ein super lehrreicher, interessanter Tag. Es sind halt immer kleine Mini-Steps und Gains, nach denen wir hier streben. Und, aber natürlich, wenn man bei einem Rennen die schnellste Radzeit haben will oder generell einfach schnell auf dem Rad sitzen möchte, dann sind das eben die Sachen, auf die es ankommt, auch wenn es vielleicht 1, 2, 3 Watt Unterschiede nur sind. Wir testen mal so ein paar Erneuerungen eventuell, die es so in der Zukunft geben wird. Beziehungsweise immer so Helme, Anzüge ist immer gefragt. Ja, oder halt so ein paar Bomben, die in Zukunft vielleicht platzen werden. Wer weiß, wer weiß. Deswegen sind wir heute hier. Ich bin das erste Mal heute mit Laura und Philipp im Windkanal und es ist spannend, das mal zu sehen hier, was man sonst auch nur aus Social Media und sonstigen Medien kennt. Als Ingenieur bin ich natürlich mit der ganzen Thematik einigermaßen vertraut, aber trotzdem für mich eine neue Situation. Wir haben gestern noch an der Position gearbeitet und natürlich auch spannend, dann hier die Änderungen zu sehen im Kanal und mal schauen, wie es sich weitergeht und was sich dann noch ergibt. Ja, also wir haben viel Position-Testing heute gemacht, so ein bisschen abgetastet, wo mir Potenzial sein könnte oder wo wir nicht gehen dürfen für Wattverluste. Ja. Und was vielleicht, ich finde es auch ganz spannend, ich bin jetzt seit wie vielen Jahren Swiss-Side-Athletin? Ja, 3 Jahre schon. 3 oder 4? Auf jeden Fall, seitdem komme ich ja auch jetzt zu dir hier in den Windkanal. Und ich würde sagen, über die Jahre ist schon ein bisschen was passiert, oder? Wie schätzt du das ein? Ja. Im ersten Jahr weiß ich noch, da warst du ein bisschen, da hattest du Sorgenfalten im Gesicht, als du meine Daten gesehen hast. Ja, genau. Also es ist schon krass, was wir zusammen erreicht haben. Auch inzwischen das Fahrrad gewechselt und auch zusammen mit Philipp viel auf den Positionen gearbeitet. Und ja, der Niveau ist schon ziemlich krass, jetzt was du jetzt hast. Und die anderen sollten schon Angst haben. Aber ich muss auch sagen, heute war das erste Mal im Windkanal, wo es warm war. Ja, das war super. Normalerweise frieren wir hier, aber... Hier die Raketen, ich glaube, die machen auf jeden Fall auch noch mal schneller, oder? Ja, genau. They
Test ist geschafft und wir sind samt Krempel wieder im Auto. Ich bin ganz schön durchgepustet vom ganzen Wind, aber es hat sich eigentlich wie immer gelohnt. Wir haben jetzt erfahren, dass meine Position, die wir quasi jetzt bequemer hinbekommen hatten beim Bikefitting mit Lasse, dass die etwas langsamer ist, aber ich kann halt deutlich bequemer sitzen, dadurch auch mehr Leistung treten und jetzt habe ich halt so ein bisschen die Qual der Wahl, oder? Nee, die Wahl ist ganz einfach. Die Ergonomie geht vor. Die Aerodynamik muss ein ganz kleines Mini-Stückchen zurücktreten. Aber in Summe wird es zu schnelleren Radzeiten führen. Ja, also das denke ich auch. Aber es war trotzdem cool, jetzt nochmal die Zahlen dazu zu bekommen, oder? Also würdest du auch sagen, es hat sich gelohnt heute? Ja, definitiv. Denn es eine Bestätigung ist an eine Position, an der man eben weiterarbeiten kann. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, halt diese Aero-Position als einen langfristigen Prozess zu bauen. Und genau, im Gespräch mit Jean-Paul haben wir es ja kurz erwähnt. Also ich arbeite jetzt seit über 3 Jahren mit Swisside zusammen und es wäre mal spannend, irgendwie die Bilder rauszukramen von meiner ersten Position mit Rad zu heute. Also da ist ganz schön viel passiert an Entwicklung, die wir vor allem gemacht haben, immer in der Zusammenarbeit dann eben auch mit Swisside und auch Canyon. Und im Endeffekt ist da jetzt über die Jahre eine sehr gute Position herangewachsen, aber ist noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Da geht auf jeden Fall noch was, oder? Ja, gewiss. Also wir müssen halt immer daran fitten, dass es die Ergonomie eben passt auf dem Rad und zum Zweiten eben natürlich auch die Materialweiterentwicklung im Auge behalten. Ich glaube, da haben wir heute auch noch mal ein paar wertvolle neue Ideen gesammelt. Genau. Ja, wir hoffen, es hat euch gefallen, mal mit in den Windkanal zu kommen, zu sehen, wie so ein Test abläuft. Und ja, ich werde euch natürlich auf dem Laufenden halten, was das schnellste Material derzeit ist, so dass ihr davon auch profitieren könnt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Riesen Dankeschön an dieser Stelle auf jeden Fall an alle, die heute bei dem Test dabei waren oder auch im Hintergrund gewirkt haben in Vorarbeit. Fettes Dank an all meine Sponsoren, die dazu beitragen, dass ich so ein schnelles Setup habe. Auch jeden, der heute im Windkanal dabei war und vor allem auch viele Grüße und einen Dank an den Wolfi Kohl von Canyon, der heute nicht dabei war, aber ganz viel Gehirnschmalz in das Projekt steckt. Genau. Ohne alle, die bei Team Kick-Ass mitwirken, wäre das so auf jeden Fall nicht möglich. Von daher vielen, vielen Dank.